Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, heute wird die Frage, glaube ich, befriedigend beantwortet, ist die Bibel gefälscht? Und wir werden uns auch noch anschauen, warum diese, sagen wir mal, eingefleischten Bibelfundamentalisten keine Millimeter von ihren Glaubensansichten abweichen, warum das so ist, wer da im Grunde dahinter steckt. Ich möchte vorausschicken, ich habe auch öfters in meinem Glauben umdenken müssen, ja, weil ich habe früher auch das Alte Testament geglaubt. Ich habe auch an diesen Jahwe-Gott geglaubt, aber irgendwo hat sich immer was gespießt, ja. Und so durfte ich immer wieder neu aus dem einen und selben Buch neue Wahrheiten entdecken. Und ich glaube, wir sollten wirklich offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, weil er uns in der letzten Zeit, jetzt in dieser Endzeit, viel zu zeigen hat. Das hat Daniel vor Tausenden von Jahren schon prophezeit. Ich möchte den ersten Teil kurz zusammenfassen und dann gleich weitermachen und dieses Thema beenden. Wie gesagt, die Heilige Schrift enthält das Wort Gottes, wurde und wird aber durch den Irrtum von Menschen verändert, sei es versehentlich oder absichtlich. Ja. Und dieses Wissen wurde seit Jahrhunderten unverändert so weitergegeben. Ja. Das ist die Tradition, die Überlieferung, ohne das zu hinterfragen. Das wurde als Wahrheit und als fixe Tatsache so immer wieder weitergegeben. Das heißt, wir haben es, wie schicke ich voraus jetzt einmal, beim ersten Teil haben wir das behandelt, wir haben es mit einer gefälschten Bibel zu tun. Aber die Frage, die jetzt sich aufbäumt, ist, sollen wir das Gold wegwerfen wegen der damit vermischten Schlacken? Der Buchstabe ist nur der Schatten der göttlichen Wahrheit. Und das werden wir sehen, ja. Und die Wahrheit ist wie eine wertvolle Perle. Da muss man suchen und forschen. Tief graben, ja. Wir haben den Begriff Orthodoxie beleuchtet. Noch einmal, Orthodoxie ist eine wortwörtliche, strenge Auslegung der Heiligen Schriften. Ja, das ist dieser sogenannte papierene Papst. Und der persönliche Glaube richtet sich vollständig nach der Lehre der Kirche oder ihren religiösen Führern. Orthodoxie behauptet, die Wahrheit schlechthin zu haben. Orthodoxie ist auch gleichzusetzen mit Herrschaft, ja, weil sie gewisse Verbindungen hat und dadurch sich diese Autorität und Herrschaft sichert. Und sie beherrscht eigentlich die Allgemeinheit, die breite Masse, ja, die den breiten Weg gehen. Und in diesem System herrscht die Hierarchie. Und wo das drinnen ist, da wissen wir ja schon, wer da dahinter steckt, die Archonten. Das Gegenteil von Orthodoxie ist die Heterodoxie. Das ist eigentlich das, was wir hier auch praktizieren. Das ist eine Lehre, die von der offiziellen Kirchenlehre abweicht. Ja? Und wird von den, sagen wir mal, von den Materialisten, von den Bibelfundamentalisten, von den Orthodoxlern abschätzig bezeichnet. Ja, wir sind in ihren Augen die Irrlehrer, wir haben Häresie, wir betreiben Ketzerei, Sektiererei. Aber was wir tun, wir hinterfragen ihre Orthodoxie, also die Orthodoxie der Religion, ihre Traditionen und ihre Überlieferungen von den Kirchen und wir stellen sie bloß mit dem Wort Gottes. Ja? Jesus hat damals schon gesagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Ja, das waren die Bibelfundamentalisten, die keinen Millimeter davon abgewichen sind, was sie von den Vätern überliefert haben. So, und jetzt die Stelle aus Matthäus 11,25. Jesus sagt hier, ich preise dich, mein Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du es den Weisen und den Verständigen verborgen hast, aber den Unmündigen offenbart hast. Da gibt es zwei Gruppen. Das sind die Unmündigen, die werden wir beleuchten, wer das ist, denen wird es offenbart. Aber die Weisen und die Verständigen, also die Supergescheiten, denen wird es verborgen bleiben. Das griechische Wort für verständig ist Synetos. Ja, und ein Synetos hält sich für klug und urteilsfähig. Das heißt, der ist verständig, der bildet sich sein Urteil, Punkt, Ausschluss, darüber geht nichts. Ja. Doch, was sagt die Bibel? 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 und folgende, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit
Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die einen sagen, das Kreuz, vergiss es, Blödsinn, aber für uns ist das Gottes Kraft. Das ist alles für uns, ja. Und man sieht das jetzt, ich beobachte das so ein bisschen da draußen, viel bin ich ja nicht mehr draußen, aber diese ganzen spirituellen Wellen, die jetzt da kommen, die bringen Spirits mit und die haben neue Lehren, ja. Das sind die Lehren, wo die Bibel sagt, da werden euch die Ohren jucken. Und das sind die Lehren, die besagen, Christus brauchst du sowieso nicht. Und wenn, dann ist es irgendein Bewusstsein nur. Ja, aber dieser fleischgewordene Christus, den braucht man nicht. Golgatha, das ist ja grauslich, das braucht man überhaupt nicht. Abendmahl, was ja dazugehört auch, braucht man alles nicht. Ja, das sind aber gerade unsere Grundwahrheiten. Und da schwirrt jetzt dieser Geist, diese Geistherr, ja, die der Antichrist hier schickt, rein und versucht, diese Grundwahrheiten wegzubringen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Ja? So, Vers 19. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen, zunichte machen. Das sind die Verständigen, ja, den Verstand der Verständigen. Das hält sich nicht mehr, ja. Das wird jetzt alles zunichte gemacht. So, und jetzt schauen wir uns an, wie beschreibt die Bibel das Wort Weisheit. Das griechische Wort kennen wir sicher alle, das ist Sophia. Ja, das heißt zuerst einmal Weisheit. Es ist die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und auch anderen einen Rat zu erteilen. Es kann auch die Weisheit bezeichnen, wie sie Menschen von Natur aus haben und sie für ihre eigenen Zwecke einsetzen. Ja, das ist diese typisch menschliche Weisheit. 1. Korinther 3,19. Denn die Weisheit dieser Welt, ja, und Welt, wissen wir, das griechische Wort ist Kosmos, das ist die gottablehnende Menschheit, die den Herrschaftsbereich Satans bildet. Ja. Also die Weisheit dieser Welt, das ist Torheit bei Gott oder Dummheit oder Narrheit. Ja, das ist verrückt bei Gott. Dieses Wort Sophia ist auch eine Weisheit im Sinne von Weise in Bezug auf diese Welt. Und das heißt, von Satan beeinflusst. Es gibt sie. Es gibt diese von Satan beeinflusste Weisheit. Ja, das ist die Weisheit von unten. Und die Bibel spricht von der Weisheit von oben und von der Weisheit von unten. Jakobus 3,15, da wird sie beschrieben, diese Weisheit von unten. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern, und da wird sie beschrieben, sie ist eine irdische, eine sinnliche, ja, wird auch übersetzt mit seelisch, und das ist das griechische Wort Psychikos, eine teuflische oder eine dämonische. Die gibt es, die Weisheit, ja. So, gehen wir nochmal zurück zum 1. Korinther, Vers 1,18, wo wir gesagt haben, die göttliche Weisheit vom Kreuz im Unterschied zu der menschlichen Weisheit, die ihm vernichtet wird. Vers 20, wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Eben diese Bibelfundamentalisten. Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Ja? Und die Wortstreiter dieses Zeitalters, die sehen wir. Ja? Vor allem wir, die die Heterodoxie präsentieren, da kommt es oft zu Streit, aber nicht von uns aus, sondern von den Bibelfundamentalisten. Ja? Weil die das nicht annehmen wollen, weil sie bitten dort, wo sie sind. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit oder Narrheit, Verrücktheit oder Dummheit gemacht? Die Hoffnung für alle übersetzt das so. Was aber haben sie dann noch zu sagen? All die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der heiligen Schriften und die Philosophen, hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Wenn wir heute bis in die Welt hineinschauen, wie schaut es unter den, sage ich mal, Christen aus? Da gibt es zwei Hauptgruppen, kann man sagen. Die einen, die wollen Wunder sehen, die fordern Zeichen. Ja, und ich höre das auch oft von diesen typischen Bibelfundamentalisten. Ja, dann zeig doch, was du magst. Zeig doch eure Werke. Oder was kommen da noch für Fragen rein? Dann zeig doch, was euer Proklamieren bewirkt. Das werden die nicht sehen können. Aber wir schon, ja, weil das im Unsichtbaren geschieht. Also die einen wollen Wunder sehen und fordern Zeichen, weil sie im Außen leben. Aber das, was wir tun, spielt sich in der unsichtbaren Realität ab. Und da möchte ich euch ermutigen, die wir
das Werk Gottes hier auf Erden tun. Galater 6,9, lasst euch ab, lasst uns aber nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten und bekommen, wenn wir nicht ermatten. Ja. Durchhalten. Ja, es war damals schon, die Leute wollen sehen, ja, so läuft das bei Jesus nicht und bei seiner Lehre. Steig doch vom Kreuz herab, dann werden wir dir glauben. Das sind Menschen, die wandeln im Glauben, die wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Ja. Die wandeln nach dem Sichtbaren, aber nicht im Glauben. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die suchen ständig nach neuer Weisheit. Ja. Man könnte sogar sie nennen, die haben eine Fortbildungsneurose. Ja. Und die gibt es in der Bibel auch. Ja. Das waren die Athener, die waren dafür berühmt. Die haben immer nach Neuem geforscht. Die wollten immer Neues wissen. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 17, ab Vers 22 schalten wir uns da ein. Und da sagt der Paulus, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Ja, ich möchte das einmal kurz erläutern. Der Paulus geht da durch die Stadt Athen und sieht da ein Heiligtum, einen Tempel, einen Altar nach dem anderen und die verehren sie dort, ja. Und der Paulus macht es irgendwo geschickt und kommt von der anderen Seite und sagt, ja, ihr seht, dass ihr euren Göttern ja, sehr ergeben seid. Und das wird auch übersetzt, ihr seid dem Dämonendienst ergebener als andere. Die haben das aber so nicht verstanden, ja, weil das waren ihre Götter, aber Götter sind im Endeffekt Dämonen. Ja. In der Neuen Genfer wird so übersetzt, Athener, die außergewöhnlich religiösen Leute. Ja. Jesus war kein Religionsgründer. Ja, und wir brauchen nur in die Welt hineinschauen. Es gibt so viele Religionen, gibt es einmal in Wikipedia ein Religion oder Religionen, ja. Wir haben eben die großen Religionen, die wir kennen, die Buddhisten, wir kennen die Moslem, wir kennen die Juden, wir kennen die Christen, aber wenn man da mal reinschaut, was da noch unter Religion hineinfällt, ja, das sind die Templer, Satanismus, das ist Religion, ja, auch dieser Order of Golden Dawn, da habe ich ein Video gemacht, das stelle ich euch unten rein, das ist sehr interessant. Was noch unter Religion fällt, Esoterik, nämlich der Spiritismus, diese ganzen Spirits, das ist Religion. Ja? Theosophische Gesellschaft von der Helena Blavatsky, universelles Leben und so weiter, ich könnte da aufzählen. Ja? Das ist alles Religion. Ja? Aber wie gesagt, wir kommen wieder zurück zu unserer Apostelgeschichte 17, zu den Athenern. Ja, die haben da diese ganzen Heiligtümer, viele Altäre gehabt und dann steht da so ein Altar mit einer Aufschrift drauf, dem unbekannten Gott. Welche Götter haben wir heute? Ja, wenn man schaut, im Garten stehen die Buddha-Figuren, die Engel auf dem Kasten oben, das Pentagramm als Bild, das Yin-Yang-Zeichen dort, die Blume des Lebens da und. Ja. Viele Motive und Symbole, aber Vorsicht mit diesen Dingen, die haben eine Bedeutung. Ja. Und dann sagt er eben, dann zeigt er ihnen, dass eigentlich Gott nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen Statuen aus Gold oder Silber, Stein oder Holz oder Metall oder irgendeinem Gebilde aus Kunst oder Erfindung der Menschen. Gott ist dem niemals gleich. Ja? Und dann sagt er ihnen, was wichtig ist. Er sagt ihnen, dieser unbekannte Gott, was seine Botschaft ist, nämlich, dass die Menschen überall Buße tun sollen. Alle. Ja? Und dann hängt er noch an, damit sie glauben, dass er den richtigen Gott hat, ja. Er hat einen Beweis, nämlich dass Gott diesen Christus, den Sohn Gottes, der selbst Gott ist, auferweckt hat aus den Toten. Solche Beweise haben die nicht, ja. Wir haben eine Grundbotschaft und die bleibt immer gleich. Die werdet ihr auch immer wieder von mir hören, ja. Die ist unverändert. Christus als gekreuzigt, auferstanden und lebend und wirkend. Unveränderbar, ja. So, noch einmal. Wir haben ja gesagt, die Weisheit dieser Welt ist heute bei Gott. Und wenn wir da weiterlesen in diesen 1. Korinther, dann heißt es, denen steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. So, jetzt haben wir da noch ein Merkmal. Da ist eine List dabei bei den Weisen. Und dann geht es noch weiter, und der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Und Überlegungen, die kennen wir genau, diese Überlegungen. Das haben wir studiert, ja, wie wir Kybernetik uns angeschaut haben. Kybernetik ist die Steuerung und Lenkung, ja.
wo die Welt auch gesteuert wird. Hiob 37 haben wir uns schon angeschaut, beim Steuermann, wie er die ganze Welt lenkt, ja. Das sind diese ganzen Überlegungen und auch diese Weisen haben gewisse Überlegungen. Und wir wissen genau, wo die herkommen, ja. Die kommen von diesen himmlischen Ratsversammlungen, wo da genau beschlossen wird, was da runtergeschickt wird. So, das griechische Wort für weise ist Sophizo, ja, das heißt im Weise sein, klug sein, wird aber auch verwendet im negativen Sinn, nämlich ausgeklügelt sein, und jetzt haben wir es, listig sein. Das heißt, wenn ich in der Bibel von Weisheit lese, muss das nicht immer eine gute Weisheit sein. Das ist die List des Teufels, ja. Und es ist interessant, wenn man im Hebräischen schaut, also hier sieht man eigentlich auch im Neuen Testament das Wort weise, Sophizo, heißt sowohl klug sein als auch listig sein. Wenn wir ins Hebräische schauen, gibt es da auch ein Wort, das ist dasselbe Wort, heißt auf der einen Seite klug sein, auf der anderen Seite listig sein. Und so ist das, so müssen wir die Bibel lesen, ja. Das sind so verschlüsselte Dinge mit Doppelbedeutungen. Man muss faktisch zwischen den Bibeln lesen, ja. Und natürlich immer unter der Anleitung des Geistes Gottes. So die List. Griechisches Wort, Methodeia, wird übersetzt mit Methode. Im Neuen Testament ist das immer, ja, immer negativ und mit dem Bösen verbunden. Es ist die Vorgehensweise der Marionetten von Rumpel. Es ist die Methode, mit der die Gläubigen vom Glauben weggebracht werden sollen. Und wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das ist das Zeitalter der Glaubensreform, ja, wo der ganze Bibelfundamentalismus aufgezeigt wird und zerstört wird. Ja, die Weisheit der Weisen wird vernichtet. Das ist eben, was diese Orthodoxen machen. Die Bibel wird ausschließlich wörtlich und buchstäblich ausgelegt. Doch was sagt die Bibel? 2. Korinther 3,6. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja? Das heißt, die bieten am Gesetz, Altes Testament und auch ihre Lehren, doch der Geist, der macht frei. Es gab viele Heterodoxisten, ja, das waren die Katharer, die Waldenser, und die Katharer folgten den Spuren von diesem couragierten und radikalen Mann, nämlich Jesus Christus aus Nazareth. Der wollte die Menschen aufwecken und aufklären. Jesus versuchte immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Menschen die Gebote Gottes halten sollten. Ja? Und da sagt er, lebt die Nächstenliebe zu euren Mitmenschen und die Liebe zu aller Kreatur. Dann öffnet sich und vergrößert sich euer Denken und euer Sinn und das Reich Gottes kommt euch immer näher. Das ist ganz wichtig, ich möchte das festhalten. Ja? Das heißt, nur wenn der Mensch in der Nächstenliebe zu den Mitmenschen ist und zur Liebe zu allen Kreaturen, dann vergrößert sich das Denken und dann wird der Sinn erweitert und dann kann man gewisse Dinge erkennen. Drum, die haben Augen, mit denen sie nicht sehen, sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören und ein Herz, mit denen sie nicht verstehen. Warum? Weil sie nicht in der Liebe sind. Warum? Weil sie noch immer Fleisch fressen. Ja? Wenn ich Liebe habe zu den Tieren, dann werde ich kein Tier mehr essen, da muss kein Tier mehr für mich sterben. Und damit es auf meinen Teller landet und ich meine fleischlichen Gelüste befriedige. Ja? So, jetzt geht es hier weiter. Seid ihr jedoch begrenzt in eurem Egoismus, dann kommuniziert ihr mit Begrenztheit. Erweitert ihr aber euer Denken und euer Tun durch ein reines Leben, eben in der Liebe, dann kommuniziert ihr mit dem Inneren in euren Nächsten und in allem Leben. Und das ist diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Ja? Aber das kann nur sein, wenn man den Egoismus und die Begrenztheit loslässt, wenn man das überwindet. Ja? Und ich möchte das Wort überwinden kurz beleuchten. Ich habe mich da schlau gemacht, was für Begriffe dazugehören zu überwinden. Und da kam dann falsche Anschauungen, Denkvorgänge, Beschränktheit gehört überwunden, Ignoranz gehört überwunden, Engstirnigkeit, Verbohrtheit, das gehört alles überwunden, auch im Glauben. Überwinden, ja, was überwindet man noch? Einen starken äußeren oder inneren Widerstand besiegen. Und das ist es. Ja, wenn du immer wieder das gehört hast und so geglaubt hast und jetzt kommt dann plötzlich ein anderer und sagt dir, das ist aber so zu verstehen, ja, da ist Widerstand da, ja, und der Widerstand wird natürlich vom Rumpel verstärkt, weil der will ja nicht, dass du zu der Wahrheit kommst, zu der höheren Wahrheit, die uns offenbart wurde, ja, werden wir gleich sehen, was das ist.
Überwinden, sich zu etwas entschließen, was einem schwerfällt. Ja, das ist dieser typische Pharisäerstolz. Ich weiß doch alles und du liegst falsch. Ich habe doch recht. Ehrlich sein, wie unser Denken soll nicht in Beton gemeißelt sein und vor allem nicht unser Glaube. Ja. Es gibt im Grunde nur zwei Arten des Umgangs mit der Bibel. Der eine Umgang ist, man kann es wörtlich nehmen, der andere oder man nimmt es ernst. Beides zusammen verträgt sich nur schlecht. Die Wörtlichnehmer haben ein Motto. Es steht geschrieben auf ihren Fahnen. Ja. Und sie reduzieren die Schrift zu ihrem papierenen Papst, der auf eine leblose Dimension beschränkt bleibt. Das sind die Bibelfundamentalisten. Die Ernstnehmer hingegen, sie bringen den Mut auf, einen Text zu hinterfragen, ihn kritisch zu erörtern, um so zu seiner ursprünglichen Aussagekraft vorzustoßen und das, was Gott uns heute zeigen möchte. Ja, sie werden den Hauch jenes Geistes erspüren, der weht, wo er will und dadurch ständig neu belebt. Ja? Schaut einmal in die Gesichter von den Bibelfundamentalisten. Wo ist das Strahlen, wo ist das Leben, wo ist die Leichtigkeit, die Freude? Wenn das nicht ist. Ja, und dieser Geist Gottes verhilft zu neuen Einsichten und lässt eine Spur vom lebendigen und immer vorwärts treibenden Gott erahnen. Ja, ja. Manche fragen sich dann, naja, wenn die Bibel gefälscht ist, warum dann die Bibel überhaupt? Ja, und das fragen sich dann viele Bibelfundamentalisten. Ja, gerade für sie ja, ist die Bibel, eben für diese unbelehrbaren Bibelfundamentalisten, dass man ihnen in ihrem Pharisäerstolz die Bibelstellen zeigt, dass sie wirklich falsch liegen. Ja. Aber viele wollen nicht. Sie wollen wirklich nicht. Das ist eine Entscheidung des Willens. Ja. Die weichen aus, kennen wir. Es ist die alte Leier, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Ja. Es war bei Jesus so, es ist heute so. Aber jetzt ist die Zeit, wo das alles aufgelöst wird und zunichte gemacht wird. So, und jetzt möchte ich abschließen mit einem Abschnitt, wo im Evangelium des vollkommenen Lebens die Frage gestellt wurde, in einem ganzen Kapitel, wo darüber berichtet wird, was ist Wahrheit? Ja. Wir kennen das. Das ist auch die Frage, die der Pilatus dem Jesus gestellt hat. Was ist Wahrheit? Er hat ihm damals keine Antwort gegeben. Ja, die Frage ließ er offen. Warum? Er hat sicher seinen Grund gehabt. So, jetzt möchte ich mal, schauen wir uns das an. Evangelium des vollkommenen Lebens, Kapitel 90, Vers 1. Und da wird beschrieben, dieselben Dinge erscheinen den verschiedenen Gemütern, sogar dem gleichen Gemüte zu verschiedenen Zeiten verschieden. Ja? Das heißt, gewisse Dinge erscheinen den Menschen verschieden. Der eine so, der andere so. Was ist denn also nun die Wahrheit? Die eine und ewige Wahrheit ist in Gott allein, denn niemand weiß, was Gott allein weiß. Ja? Das heißt, niemand kann von sich behaupten, er hat die Wahrheit oder er ist die Wahrheit, außer natürlich Jesus. Ja? Aber nur Gott weiß allein die Wahrheit. Und jetzt kommt's, was wir vorher besprochen haben. Den Menschen kann die Wahrheit enthüllt werden, nach ihren Fähigkeiten zu verstehen und zu erfassen. Ja? Kann enthüllt werden. Je nachdem, wie weit sie die Fähigkeit haben und den Willen haben, zu verstehen und zu erfassen. Wenn mein Denken jetzt in Beton gemeißelt ist, ja, wenn ich, wie haben wir gesagt, diese Scheuklappen auf habe, wenn ich nicht über den Tellerrand, wenn ich nur aufs Teller schaue und nicht einmal drüber blicke, ja, dann werde ich es nicht erkennen. Ja. Es muss die Fähigkeit und der Wille da sein und die Offenheit da sein, die Ehrlichkeit zu sagen, ja, ich bin da eigentlich falsch gelegen. Ja. Manche sind halt noch nicht so weit. Aber es ist höchste Zeit, ja. Wir kennen die Stelle ja, wo Jesus zu den Jüngern gesagt hat, vieles habe ich euch noch nicht zu sagen, aber jetzt könnt ihr es noch nicht tragen. Die Wahrheit hat viele Seiten und einer sieht nur eine Seite, der andere sieht die andere Seite. Und etliche sehen mehr als die anderen, so wie es ihnen gegeben ist. So, man sieht jetzt einen Unterschied. Da sind welche, die haben etwas, was die anderen nicht haben. Die sehen mehr. Und jetzt kommt ein Vergleich, ein Gleichnis, wo Jesus die Wahrheit vergleicht mit einem Kristall, mit einem Berg und mit einer Leiter. Und dann sagt er, seht diesen Kristall. Jede Fläche wirft einen Strahl von dem Licht zurück. Und jede Fläche ist anders. Und doch ist es das eine Licht, das in dem Kristall scheint.
Wenn einer auf einen Berg steigt und er hat einen Gipfel erreicht, dann spricht er: Dieses ist die Spitze des Berges, lasst sie uns ersteigen. Und wenn er die Höhe erreicht hat, siehe, dann sieht er eine andere über den hinaus. Und das geht immer so weiter, bis sie zu der Höhe kommen, von der keine andere mehr zu sehen ist, wenn sie diese erreichen können. Also ist es auch wie mit der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und ich habe euch die Wahrheit gegeben, die ich von oben empfangen habe. Und was ich gesehen und empfangen habe, wird von dem einen gesehen. Und was gesehen und empfangen wird von dem einen, wird nicht gesehen und empfangen werden von dem anderen. Da ist der Unterschied. Die einen sehen was die anderen nicht sehen. Die einen empfangen etwas, was die anderen nicht empfangen können. Aber was haben wir umgesagt? Durch ein reines Leben, ja, dann werden die Sinne und das Denken erweitert. Was wahr erscheint etlichen, erscheint nicht wahr den anderen. Und die im Tale unten sind, sehen nicht das, was die sehen, die auf dem Berge oben stehen. Doch allen ist es Wahrheit, wie sie der einzelne Verstand sieht. Ja, also es ist für denjenigen die Wahrheit so, wie sie der Einzelne sieht, mit seinem Verstand. Solange, bis eine höhere Wahrheit offenbar wird und die Seele ein höheres Licht empfängt. Ja, und dem wird mehr Licht gegeben werden. Das ist eben das, wer offen ist, wer hat, dem wird gegeben werden. Ja. Aber du musst offen sein, du musst wollen, ja, und dann wird dir diese höhere Wahrheit und das höhere Licht gegeben. Das dürfen wir dann empfangen, ja. Das ist eben das, was uns unterscheidet von den Bibelfundamentalisten. Das ist ein anderes Licht, was wir hier haben. Das ist das höhere Licht, ja. Aber trotzdem sollen wir jetzt wegen dem, weil wir ein anderes Licht nicht verdammt werden, denn es heißt hier weiter, denn verdammt nicht die anderen, dass ihr nicht verdammt werdet. So ihr das heilige Gesetz der Liebe halten werdet, das ich euch gegeben habe, so soll die Wahrheit mehr und mehr euch enthüllt werden. Und da ist jetzt der Punkt, die Wahrheit soll euch mehr und mehr enthüllt werden. Das heißt, die Wahrheit wird mehr und mehr enthüllt. Das ist nicht in Stein gemeißelt oder in Buchstaben gemeißelt. Es kommen neue Wahrheiten, ja. Das sind die Wahrheiten, die Gott uns offenbart hat. Das ist alles, was wir in den Videos bis jetzt gesagt haben, ja. Es wird immer mehr Wahrheit geben, ja. Und ich sage nicht, dass wir jetzt angelangt sind. Es wird noch mehr Wahrheiten wahrscheinlich geben, die uns Gott zeigt. Aber wir dürfen und sollen offen sein und sollen dementsprechend ein Leben führen, sonst wird es uns nicht gezeigt, ja. Das heißt, mehr und mehr wird die Wahrheit enthüllt. Und darum soll man nicht bicken am Buchstaben, ja. Und der Geist der Wahrheit, der von oben kommt, wird euch führen. Sei es auch auf vielen Irrfahrten in die ganze Wahrheit. Ja, ja, diese Irrfahrten. Und ich kenne viele, die letztendlich zu Jesus geführt und gefunden haben und fast alle kommen aus dieser ESO-Schiene, ja. Auch ich. Wäre ich damals bicken blieben und auch die anderen, dann wären wir noch immer bicken und wir hätten nicht zu Jesus gefunden, aber wir waren offen, ja. Wir haben hinterfragt und wir haben uns führen lassen. Ja? Und viele sind diese ganze ESO-Schiene eigentlich gefahren. Ja? Wenn man schaut, was da heute alles abgeht mit diesen ganzen Channelings, die Spirits, die Botschaften von den Angels, ja? Haben wir ja schon prophezeit, schon im Alten Testament, Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir alle irrten umher wie die Schafe und jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg, seine eigene Wahrheit. Ja? So, dann geht es hier weiter im Evangelium des vollkommenen Lebens. Lasst alle halten, was sie als Wahrheit erkennen und in der Liebe wissend, dass dort, wo keine Liebe ist, die Wahrheit ein toter Buchstabe ist ohne Wert. Ja, das ist einfach toter Buchstabe und hat keinen Wert, wo die Liebe nicht ist. Ja. Wie können diese, deren Herz verhärtet ist für Gottes Schöpfung, die Wahrheit sehen zu ihrem Heil? Das geht nicht. Die werden es nicht erkennen können. Ja, das geht nicht. Wenn das Herz zu ist, wenn das Herz verhärtet ist, kann man die Wahrheit nicht sehen. Und die Wahrheit wäre zum Heile. Ja. Seid treu dem Licht, das ihr habt, bis euch ein höheres Licht gegeben wird. Suchet mehr Licht und ihr werdet im Überfluss haben. Rastet nicht, bis ihr gefunden haben werdet. Ja, die kostbare Perle.
Gott gibt euch alle Wahrheit gleich einer Leiter mit vielen Sprossen zur Befreiung und Vervollkommnung der Seele. Und die Wahrheit von heute werdet ihr verlassen für eine höhere Wahrheit von morgen. Ja, wir erkennen das schon. Da gibt es mehr. Bleibt's nicht bitten am Buchstaben. Denkt's bitte um. So wie ich die Wahrheit empfangen habe, so habe ich sie euch gegeben. Lasset sie von jedem empfangen werden nach seinem Licht und seiner Fähigkeit, sie zu verstehen, und verfolget nicht, die nach einer anderen Auslegung empfangen. Denn die Wahrheit ist die Macht Gottes und sie wird am Ende herrschen über alle Irrtümer. Doch das heilige Gesetz, das ich euch gegeben habe, ist gleich für alle. Lasset es alle befolgen zur Erlösung ihrer Seelen. Und das heilige Gesetz kennen wir, das ist das Gesetz der Liebe. So, das war heute ziemlich viel. Ich möchte das jetzt wirklich noch einmal kurz mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Ja? Es gibt eine höhere Wahrheit und ein größeres Licht. Das heißt, Gott hat in seinem Plan, in seinem großen Heilsplan beschlossen, dass er uns, je näher wir dem Ende kommen, uns die volle Wahrheit und immer mehr Wahrheit geben wird. Und das, was wir bis jetzt wissen, das gehört auch dazu, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Ja? Und wir dürfen umdenken. Wir dürfen hinterfragen und umdenken. Und Orthodoxie ist nicht die richtige Lehre. Orthodoxie, wissen wir haben diese ganze Kanonisierung der Bibel beleuchtet. Das ist einfach, so wie es die Menschen zusammengewürfelt haben. Aber die Wahrheit finden wir schon da drinnen. Aber da müssen wir wirklich suchen mit einem aufrichtigen Herzen in der Liebe zu den Menschen, zu uns selbst, zu Gott und zu allen Kreaturen. Und wenn wir in dieser Liebe leben und offen sind für das Wirken des Geistes, dann wird uns das höhere Licht offenbart und wir werden größeres Licht empfangen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen.